Die letzten 4 Jahre habe ich in vielen Ländern Südamerikas verbracht und den größten Teil davon, nämlich 1,5 Jahre, in Brasilien. Auch wenn es viele immer wieder kritisieren, ich kriege einfach nicht genug davon. Warum gefällt es mir so gut? Und was hat Brasilien, was ich in den anderen Ländern Südamerikas vermisst habe? Heute verrate ich dir meine 5 wichtigsten Gründe, warum ich dir ein Leben in Brasilien absolut empfehlen kann. Das Klima. Es kommt darauf an, wo du bist. Im Nordosten oder in der Mitte des Landes kann es schon extrem heiß werden, aber es gibt da so eine wunderschöne Ecke im wunderschönen Bahia zwischen Ilhéus und Porto Seguro. Da behauptet man, dass es das beste Klima der Welt sei. Das ist nicht nur beliebt bei älteren Auswanderern, weil wer mag nicht gerne eine durchgehende Jahrestemperatur von 25 bis 27 Grad. Selbst im Süden, wo es auch kalt werden kann, für brasilianische Verhältnisse, gibt es im Winter nur einen Reif und viele, viele Sonnentage. Und das macht natürlich auch was mit der generellen Stimmung der Menschen. Dazu gleich mehr. Ja, mein Lieblingsgrund, warum ich Brasilien so liebe, sind die Menschen. In Expat-Umfragen ist Brasilien ja immer ganz oben bei der Freundlichkeit gegenüber Ausländern und das fällt mir auch jeden Tag aufs Neue auf. Die Leute sind so ungestresst und so freundlich. Und auch wenn man nicht Portugiesisch spricht, sie versuchen trotzdem immer mit einem zu kommunizieren und wollen wissen, woher man ist und wollen helfen. Und was man als seriöser Europäer vielleicht nicht immer so mag, ist, wenn sie einem die harte Wahrheit nicht ins Gesicht sagen können, weil Konfrontation ist ja nicht so alltäglich. Zum Beispiel, wenn man fragt, wie lange braucht denn diese Arbeit? Dann sagen sie halt lieber mal morgen, auch wenn sie wissen, es dauert sicher eine Woche. Aber die Brasilianer sagen das nicht so gerne. Aber die Brasilianer haben ein gesundes Selbstbewusstsein und das merkt man auch. Die haben keine Minderwertigkeitskomplexe gegenüber niemandem, egal wie man aussieht, woher man kommt. Die freuen sich einfach ganz herzlich für dich, wenn du jetzt endlich im schönsten Land der Welt sein kannst, in ihrem schönen Brasilien. Beschweren solltest du dich aber lieber nicht, das dürfen nur sie selber. Ah ja, und noch ein letzter Punkt, ziemlich wichtig für uns als Autofahrer. Brasilien hat die netteste Polizei, korruptionsfrei. Die Natur. Brasilien ist ja ein Land voller Kontraste und vor allem, wenn es um die Natur geht. Es ist also kein Wunder, dass so viele Menschen von den Landschaften begeistert sind. Es braucht halt nur leider sehr viel Zeit, um sich alles anzuschauen. Der Amazonas-Regenwald im Norden, wo man mit dem Auto durchfahren kann, aber noch besser mit dem Boot, ja, wie im Film mit Dwayne The Rock Johnson, The Jungle Cruise zum Beispiel. Dann gibt es noch die Dünen in Lençóis Maranhenses im Nordosten. Übersetzt heißt das sowas wie Bettlaken und so schaut es auch wirklich aus. Beeindruckende Höhlen, Wasserfälle, Berge im Landesinneren Chapada Diamantina wie in einem Fantasy-Film. Dann natürlich die berühmten Iguazu-Wasserfälle im Süden Brasiliens, die du sicher kennst, eines der 7 Weltwunder der Natur. Eine argentinische Seite gibt es ja auch noch, die war damals geschlossen, als wir waren, aber vielleicht weißt du, ob die besser ist? Dann gibt es auch noch so schöne Strände, besonders in Bahia, endlose Sandstrände ohne Menschen. Viele mögen auch die Kombination Strand und Berge, zum Beispiel in Florianópolis, beliebt bei Wassersportlern und auch bei digitalen Nomaden. Die Kosten können niedrig sein. Ich spreche jetzt von Möglichkeiten für Grundstückskauf oder Mieten, Kaufen, Bauen in ländlicheren Gebieten, aber kann auch direkt am Meer sein. Für viele ist ja so das Haus am Meer, der Traum vom Auswandern. Im schönen Canaveiras in Bahia haben wir einige Möglichkeiten gesehen, wo man noch zu guten Preisen auch was erwerben kann. Im Gespräch mit Auswanderer Pitt erklärt er das immer ganz direkt so. Wie viel Kohle hast du, was kannst du bezahlen, was kannst du dir leisten? Ne? Und da war nämlich hier das Optimale noch besser als alles andere, weil die Grundstücke einfach günstiger waren, weil der Ort nicht so das Image hat. Ne, den hat er heute noch nicht. Die kapieren es nicht, ihren Ort zu vermarkten. Wenn du mich kennst, weißt du vielleicht, Canaveiras ist ja so ziemlich mein Lieblingsort in Brasilien, wegen dem schönen historischen Stadtkern und der Insel gleich vor der Haustür. Trotzdem gibt es fast keinen Tourismus im Ort und die Preise sind laut Pitt dementsprechend so. Für 30.000 Euro, 40.000 Euro kriegt man schon ein Häuschen auch auf der Insel in der Nähe vom Strand und das ist nichts super Exklusives, aber ein schönes Häuschen mit dem Garten und ist okay, kann man wohnen, ne? Weil überall woanders ist es wesentlich teurer, weil da einfach auch mehr massiver Tourismus ist, ne? Porto Seguro ist viel teurer, Itagaré ist viel teurer, und da gibt's gar keine Lagen
Tage mehr am Strand. Das ist ja alles schon verkauft. Ne? Aber es soll keine Verkaufssendung sein. Du musst natürlich immer vorsichtig sein, bevor du investierst. Ich habe es erlebt, die Leute kaufen ein schönes Grundstück oder ein Haus und dann machen die gleich schon ein Schild hin zu verkaufen, einfach nur, weil sie dann hoffen, es kommt ein Trottel, der ihnen 20% mehr zahlt. Vielleicht kommt ja einer. Dann verkaufen sie es, kaufen wieder eins und ziehen wieder aus. Ja, nicht nur die Natur ist schön, sondern es gibt auch viele moderne Städte. Das Stadtleben, die Restaurants, Geschäfte, kann alles sehr modern sein. Und es gibt über 50 Städte mit über 500.000 Einwohnern in Brasilien. Also wenn man moderne Infrastruktur mag, hat Brasilien sehr viel Auswahl. Was mir als Reisende auch sehr auffällt, ist, dass man in Brasilien in jedem Hotel, in jeder Herberge ein gutes Frühstück bekommt. Mit warmem Essen, Früchten, Säften. Wir waren in Südamerika jetzt in über 350 Hotels und das Frühstücksbuffet in anderen Ländern ist nicht immer Standard und besonders nicht so ein gutes. Also da ist Brasilien top. Wenn du so wie wir in Brasilien auch reisen möchtest, ist Hotelleben ja vielleicht interessant für dich. Die Hotels in Brasilien sind wirklich viel, viel besser als sonst irgendwo. Wir haben zu zweit ein Budget von 33 € pro Nacht und können oft in so schönen Hotels bleiben, direkt am Strand, große Zimmer, was schön aussieht, wie gesagt, mit schönem Frühstücksbuffet, immer Kühlschrank im Zimmer. Wir hatten das gleiche Budget ja auch in anderen Ländern die letzten 4 Jahre und dort war es viel schwieriger, für diesen Preis gute Standards zu finden. Das heißt mit sicherem Parken, mit großem Bett, was groß genug ist für 2 Leute, nicht nur 1,40 cm breit. Wir kennen mittlerweile aber auch alle Tricks, wie man Hotelzimmer billiger bekommt. Ich habe dazu irgendwann mal ein Video gemacht, vielleicht findest du das irgendwo. Letzter und wichtiger Grund, wenn du nicht nur auf Besuch gehen möchtest nach Brasilien, sondern auch dort leben. Die Brasilianer sind ja unglaublich stolz auf ihre multikulturelle Gesellschaft. Und ein Brasilianer kann jede Hautfarbe haben, jede Haarfarbe. Das kommt von Jahrhunderten der Einwanderung. Von indigenen Wurzeln zu afrikanischen Einflüssen im wunderschönen Bahia bis hin zu europäischen Einwanderern, vor allem im Süden des Landes, japanische Einwanderer. Also egal, ob du in Salvador bist oder in Blumenau, die Menschen feiern ihre kulturellen Wurzeln. Und gleichzeitig sind aber alle so stolz, Brasilianer zu sein. Das Schöne ist dann auch, dass man in Brasilien nicht ewig der komische Ausländer bleibt. Und die herzlichen Menschen und der Austausch untereinander machen es leichter, sich zu integrieren und dazuzugehören. Vielleicht ist genau das es, was Brasilien für mich so besonders macht. In meinen Videos, egal ob bei Interviews mit Auswanderern oder Brasilianern mit europäischen Wurzeln, gab es oft kritische oder ängstliche Kommentare der Zuseher, die meinten, man sollte auf keinen Fall nach Brasilien kommen. Vielleicht kannst du dir schon ein paar Gründe vorstellen, was sie meinten. Ich will auf jeden Fall darauf näher eingehen und nächste Woche erzähle ich dir Gründe, warum Menschen nicht nach Brasilien kommen sollten. Ich hoffe, wir sehen uns da.